Moinsen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dragon Age. Ich wollte schon Origins sagen. Was zur Hölle? Ich habe wohl ein innerliches Verlangen, Origins zu zocken. Natürlich Dragon Age Inquisition. Wir sind mal wieder zurück bei einer Laber-Folge und ich habe direkt zum Folgenanfang eine richtig geile Ankündigung. Ganz einfach, Freitag, Livestream 20 Uhr bis 21:30 oder bis 22 Uhr, je nachdem wie ich Laune habe. Das Ziel ist es, die Hinterlande endlich mal komplett abzuschließen, um dann schlussendlich richtig krass Strange mit der Story weiterzumachen. Wir waren im Livestream in den Hinterlanden, haben ordentlich gefarmt, sind jetzt auch eine beachtliche Stufe. Wir haben jetzt ungefähr, würde ich mal behaupten, hier, da steht Stufe 6. Stufe 7 wäre ein wunderbares, tuffiges Ziel. Damit wäre die Story einfach viel einfacher zu handhaben auf Albtraum. Ganz sicher, weil ich jetzt mal ja nicht so eine Handhabung habe. Auf jeden Fall. Wir hören auf, so schnell darüber über Planung zu quatschen. Wir quatschen direkt erstmal Charaktere an. So wie Cullen, Leute. You there. There's a shield in your hand. Block with it. If this man were your enemy, you'd be dead. Lieutenant, don't hold back. The recruits must prepare for a real fight, not a practice one. Yes, Commander. We've received a number of recruits. Locals from Haven and some pilgrims. None made quite the entrance you did. Ja, komm, ich bin ja auch ein voll stilvoller Pussy-Magier, der Glitzergeschosse um sich schießt und richtig stilvoll, egal. Ich bin einfach froh, hier zu sein. I just hope I can help. As do we all. It is enough that you would try. I was recruited to the Inquisition in Kirkwall myself. I was there during the Mage Uprising. I saw firsthand the devastation it caused. Sir. Cassandra sought a solution. When she offered me a position, I left the Templars to join her cause. Now it seems we face something far worse. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Katastrophe, Leute. Ihr baut auf die irgendwie... Standard, ey. Ich denke, das Mal würde auf jeden Fall helfen, ne? Must have this mark for a reason. It will work, I'm sure of it. Provided we can secure aid, but I'm confident we can. The Chantry lost control of both Templars and Mages. Now they argue over a new divine while the breach remains. The Inquisition could act when the Chantry cannot. Our followers would be part of that. There's so much we can... Forgive me. I doubt you came here for a lecture. Ich mag euren Enthusiasmus. Oh, ich kann richtig gut Deutsch. Nee, Cullen ist nicht... Also, Cullen sehr beliebt bei weiblichen Fans, nicht bei mir. Ich bin nicht weiblich? Nee, bin ich nicht. Ich bin mir sicher, dass ich nicht weiblich bin. Moment. Nee, ich bin nicht weiblich. You understand our situation. I appreciate your opinion. Look around. Our people are well organized and committed. Despite what the clerics think, we are in the best position to help. There's still a lot of work ahead. Commander, Sir Raiden has a report on our supply lines. As I was saying. So ein Workaholic, der Junge, ey. Okay, quatschen wir direkt wieder an, wir sind penetrant, wir wollen mehr erfahren. You traveled some distance to reach Haven. You're from the Circle in Ostwick? Also, ja, ich wäre gerne im Zirkel gewesen, ich bin eine kleine Pussy und ja. I spent the better part of my life there. Feels strange to be away. It does at times. I'm still getting used to it myself. It's been interesting. I'm sorry. The Circle isn't the most pleasant topic of conversation right now, or ever. Shall we speak of something else? Ach du Heiliger, hast du verdammt viele... nein. Als wenn... Nein. Nee. Nein. Nee, nee. Jo. What do you think of the people you work with? Who do you mean? Ja, hau raus. What do you think of our ambassador? We have little in common. How she delights in meeting with nobles all day is beyond me. But I enjoy working with her. How do you like working with Leliana? The Inquisition would not exist without her. I may not always agree with her methods, but she's more passionate about our cause than anyone. Cassandra may have declared the Inquisition publicly, but Liliana is just as responsible for its formation. Are you satisfied with the Inquisition's forces? Our numbers are small, but they suit our needs for the time being. Some Templars have joined us instead of following the Order. They've proven invaluable in training new recruits. I should let you get back to work.
Das ist eine Lüge. Da waren auch so viele Did you read something? Auswahlen. Sowas wie, ja, warum sind die Templer gegangen? Why would Templars break away from the Chantry? The Order believes the Chantry no longer supports their efforts. Not to the extent they should. Mhm. But the Templars have served the Chantry for ages. And in that time, they've come to take the Order's services for granted. Templars risk their lives against blood magic, demons, abominations, to feel as if those efforts are dismissed. I may disagree with the Order's actions, but I'm here as proof of that. But I sympathize with their frustrations. Das haben wir gerade gefragt. Is there anything I should know? The Lord Seeker's actions are a mystery, but the Templars will aid us. They cannot sit idle while the breach remains. Okay, das war anscheinend alles. Wir könnten noch nachforschen. Aber ich würde sagen, wir kommen nochmal zurück auf den Kollegen zurück. Deswegen, That's all for now. ja, Another time, then. wir werden mit ihm noch oft genug reden. Wir sparen uns mal ein bisschen auf. Stattdessen gehen wir mal zu unserem Eisern Bro hier. Oh ja, Baby. They've got good form. Cullen's putting his Templar training to good use. Sind gut Form, können macht sie so Nütze, was wir gelernt haben. Ja, das stimmt wohl. I'm impressed by what Cullen has accomplished with the troops. Damn right. It takes time to build a group into a team, but he's got their loyalty. Now he just needs them to make a decent shield wall, and they'll be good to go. Biggest problem for the Inquisition right now isn't on the front line. It's at the top. You've got no leader, no Inquisitor. Ja, ich bin zwar ein Pussy Mario, aber ich habe wohl mehrmals bewiesen und oft genug bewiesen, dass ich es kann. And maybe we need one. I'd be willing. You? Huh. Why you? Wieso ich? Irgendjemand muss es ja tun, ne? Nobody else seems to be stepping forward, and since I can seal rifts, I'm here whether I like it or not. If it proved necessary to have an Inquisitor, I could make a go of it. For a second there, you sounded like a canary. My people don't pick leaders from the strongest, or the smartest, or even the most talented. We pick the ones willing to make the hard decisions, and live with the consequences. Who knows? Maybe you sealed the breach. The Chantry gets off its ass and all those soldiers go home and get fat. Das wäre irgendwie das perfekte Ende. It could happen. It won't, but it could. Das stimmt, aber du hast noch ein bisschen mehr zu sagen. Fragen wir mal erstmal, woher der Name stammt. So how did you get the name Iron Bull? I picked it. We don't have names under the cube. Just, I don't know, job descriptions, I guess. When I came to Orlais, I chose the Iron Bull for myself. But why specifically Iron Bull? This may surprise you, but I really like hitting things. Also, it's the Iron Bull, technically. I like having an article at the front. It makes it sound like I'm not even a person, just a mindless weapon. An implement of destruction. That really works for me. Läuft bei dir. Was mit Ben Hasrat? I'd like to know more about your work with the Ben Hasrat. Ben Hasrat was actually a general term. Dann halt Ben Hasrat. Police who investigate problems inside our territory. You've got the re-educators who take people with problems and fix their minds. Or make them disappear. And then you've got the spies. How do the re-educators work? I only know the basics. Wasn't my area. That said, keep a man awake long enough. Ask the right questions, give the right potions, and you can get him to say anything. You don't need blood magic or demons to change someone's mind. We're a lot more fragile than we'd like to believe. Aber er ist auch kein Spion. None of those sound exactly like you. Yeah, I was a special case. They sent me to Saharan because they needed someone who could fight and hunt down problems. That whole island was a sack of cats. Incursions from Teventa, Talvashath, and native rebels fighting both sides. And in the middle, me, trying to wrangle the rebels and restore order. Das klingt schon eher nach ihm.
You seem like the type who enjoys a good fight. There's a good fight, and there's finding out who put rat poison in the bread and killed a bunch of children. Das I ist hunted mies. down a lot of rebels. Lost a lot of friends to the Finns, or the Fog Warriors, or the Talvashar. One day I woke up and couldn't think of a damned reason to keep doing my job. Turned myself into the re-educators. Boah, also... Not many people would have the courage to do that. I thought about letting some rebel kill me, but I couldn't give any of those bastards the satisfaction. The Ben Hassarth ordered me to go to Orlais, ostensibly as a Talvashar, and work undercover. That's how I ended up here. Ja, wow, ne? Irgendwie schon eine krasse Story. That's damn. You did ask. Anyway, nice talking with you. Genau, so ist es. Und er hat noch zwar andere Themen, das hat man wohl gesehen, aber mit ihm telefonieren wir. Genau, telefonieren wir wann anders. Nee, mit ihm reden wir wann anders. Noch ein bisschen, weil wir haben noch ein bisschen mehr Zeit. Also ist jetzt nicht so, dass es direkt die ganzen Gesprächsthemen verschwinden. Das wäre voll die Lüge. Jetzt hör auf zu quatschen neben mir. Und ja, da kommt noch was. Ja, würden wir jetzt mit Varric reden? Reden wir jetzt mit Varric? Tun wir dann mit Varric reden? Oder... Also wir haben ja noch ein paar mehr, ne? Also wir haben noch Varric. Ich würde blöd behaupten. Ich glaube Varric. Varric darf als nächstes ran. Nee, wir gehen, warte, ich habe noch was zu tun. Also, ich kann ja mal kurz eben Shop gucken, kurz ins Inventar gucken. Ich habe noch was zu tun, wie mies. Ich hatte nämlich noch was zu gucken. Genau, ja, diesen geilen Helm, den hatte ich das letzte Mal im Livestream vergessen auszurüsten. Und ja, den wollte ich gerne noch ausgerüstet haben. So, dann gehen wir jetzt mal hier nach zu Varric. Die Sachen verkaufen werde ich doch nicht jetzt. Das werde ich mal offscreen machen. So, now that Cassandra's out of earshot, are you holding up all right? I mean, you go from being the most wanted criminal in Thedas to joining the armies of the faithful. Most people would have spread that out over more than one day. Ja, also, ich bin schon froh, dass ich lebe, ne? I'm just glad I'm still standing after all that. I still can't believe you survived Cassandra. You're lucky you were out cold for most of her frothing rage. For days now, we've been staring at the breach, watching demons and maker knows what fall out of it. Bad for morale would be an understatement. I still can't believe anyone was in there and lived. Boah, ein bisschen Glück ist immer dabei. It's pure luck that I escaped. Good luck or bad? You might want to consider running at the first opportunity. I've written enough tragedies to recognize where this is going. Heroes are everywhere. I've seen that. But the hole in the sky, that's beyond heroes. We're going to need a miracle. Oh ja, ich werde ein Wunder auslösen, glaub mir. Das da oben, das will auch nur angefingert werden, das Loch. Need something? Ob ich irgendetwas niede? Also ich würde gerne mehr über rotes Lyrium wissen. We found at the temple seemed to upset you. My brother Bartrand and I sort of discovered red lyrium during an expedition in the deep roads. We located an ancient thaig, so old it barely looked dwarven. There was this idol there made of it. Bartrand brought it back to the surface, and, well, everything's gone downhill from there. Was genau ist What das? is it? Just another kind of lyrium? The red stuff is lyrium like a dragon is a lizard. It's not just a different color. It has a whole host of weirdness all its own. I've written to every mining cast house in Orzammar. No one's seen this stuff before or knows where it came from. What makes it special? Regular lyrium can mess you up pretty badly, but you have to ingest it for that to happen. Red lyrium messes with your mind when you're just near the stuff.
You hear singing, get violent, paranoid, and then it does creepy shit. Makes things float, brings statues to life. It also turned Kirkwall's Knight Commander to lyrium. Everyone's been kept at least 100 paces from it since. Aha, interessant. How did the red lyrium get in the Temple of Sacred Ashes? I don't know. So as far as I knew, the only piece to make it to the surface was destroyed. And the location of the tide it came from is a secret. Did someone find more of it in the deep roads? That's not a cheery thought. I think that's enough on red lyrium. Yeah, not really my favorite subject. Jo, jetzt haben wir die Quest bekommen, ein rotes Tuch. Wir müssen urtümlich rot Lyrium-Vorkommen vernichten und nicht nur das, er hat noch was zu besprechen. Also wir können auch mit dem über was reden. Wir haben noch ein paar Fragen. You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Ja, woher kennst du Cassandra eigentlich? How do you and Cassandra know each other? You heard about the Kirkwall Chantry being destroyed? The guy responsible used to be a friend of mine. The Seeker had questions about that, and I had answers. Ich würde auch gerne mehr über seine supergeile Armbrust herausfinden. Ich finde die schon immer mega geil. Where did you get that crossbow? I've never seen one like it. Bianca? She's one of a kind. I won her from Paragon Smith Bronca in a game of Wicked Grace. She was such a sore loser. Ran off to the deep roads in a huff, and that was the last anyone saw of her. Who's she named for? I can't tell you. Oh, Langweiler. Ja, erzähl mal lieber, woher du kommst. You from Ferelden? Orlais? Free Marches, born and raised in Kirkwall. And despite whatever you've heard, no, Kirkwall's not that bad. I'm not clear on your line of work. You're a merchant. I'm a businessman. My family has a seat in the Dwarven Merchants Guild. Merchants buy and sell goods. Businessmen buy and sell stores. In my spare time, I manage a spy network, and occasionally, I write books. Ja, welche Bücher schreibt er denn? Das wäre mal eine interessante Frage. Das wäre extrem interessant. You're an author. What kind of books have you written? I've tried my hands at a few genres. My crime serials are my most popular. Hard in Hightown, guards breaking the rules to get things done. The Tale of the Champion is the most famous thing I've written, or infamous maybe. I started a romance serial once, Swords and Shields, but to be honest, I don't have a knack for romances. Most of my stories end in tragedy. Probably that says something unfortunate about me personally. Ja, welche Läden gehören euch? What sort of shops do you own? Actually, we don't own shops. That was just an example. Mostly we invest in moneylenders. Auction houses, a few mercenary companies, a couple of smithies. I think we own half a beet plantation in Ravane somewhere. Most of that's my brother's doing. Bartrand had business sense. Not much tact, but loads of business sense. Gut. Die Frage stellen wir einfach mal bekanntlich nicht. Die rennt uns nicht weg. No problem. Das weiß ich. Die werden wir nochmal wann anders stellen. Stattdessen gehen wir mal eine Runde Leliana besuchen. Habt ihr das gehört? Das war ja wohl der weiblichste Schrei, den ich je gehört habe bei einem Mann. Ich hoffe, das ist richtig klar und deutlich zu hören. Das hatte ich schon ein paar Mal mehr. Ich habe das jedes Mal gesagt und hoffentlich ist es jetzt zu hören. Blessed are the peacekeepers, the champions of the just. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood, the Maker's will is written. Is that what you want from us? Blood? To die so that your will is done? Is death your only blessing? You speak for Andraste, no? Nö. What does the Maker's prophet have to say about all of this? What's his game? Ich spreche nicht für Andraste. I speak for no one but myself, and I have no answers for you. Then we can only guess at what he wants. The Chantry teaches that the Maker abandoned us. He demands repentance for our sins. He demands it all. Our lives, our deaths. Justinia gave him everything she had, and he let her die.
Ach, Todesthemen, wunderbar. Mein Beileid. I'm sorry. That death has clearly hit you hard. Not just me. All of us. She was the divine. She led the faithful. She was the heart. If the Maker doesn't intervene to save the best of his servants, what good is he? I used to believe I was chosen, just as some say you are. I thought I was fulfilling his purpose for me, working with the divine, helping people. But now she's dead. It was all for nothing. Serving the Maker meant nothing. Maybe you have another purpose. I could help you find it. No, this is my burden. I regret that I even let you see me like this. It was a moment of weakness. It won't happen again. Come, to work then. We will speak later. Later oder jetzt gleich sofort. Da sollte jetzt gleich ein Trottel angelaufen kommen. Da, seht ihr ihn? So ein Vollidiot. So it's true. Direkt nächsten Grund da reinzurennen. I hope my hunch was wrong. You knew him well? Not as well as I thought. Show me the reports. There were so many questions surrounding Faria's death. Did he think we wouldn't notice? He's killed Faria, one of my best agents, and knows where the others are. You know what must be done. Make it clean. Painless if you can. We were friends once. Nee, ich möchte nicht, dass er stirbt. Ich möchte lieber, dass er irgendwie am Leben bleibt. Finde, dass Liane den verräterischen Spion tötet. Richtig. Wait. What are you doing? He betrayed us. He murdered my agent. And you'd kill him. Just like that. You find fault with my decision? Mord ist auf jeden Fall keine Lösung. Und sein Tod wäre auch Verschwendung, aber Mord ist keine Lösung. We can't solve our problems with murder. And what would you suggest? Leave him be. Butler's betrayal put our agents in danger. I condemned one man to save dozens. I may not like what I do, but it must be done. I cannot afford the luxury of ideals at a time like this. Finde eine bessere Lösung. Ideale sind wichtig. Now is precisely the time for ideals. You feel very strongly about this. Very well. I will think of another way to deal with this man. Apprehend Butler, but see that he lives. Geht doch. Now if you're happy, I have more work to do. Ja, du kannst mich auch mal. Ah, die wird später noch dafür dankbar sein. So viel weiß ich. So. Ich gehe jetzt erstmal mal kurz gucken. So ein bisschen durchglotzen. Ja, ich weiß zufälligerweise, ein Gespräch anfangen lohnt sich jetzt nicht mehr unbedingt. Also, muss nicht unbedingt jetzt noch sein. Aber wir können stattdessen mal hier durchgucken. Wir haben ja so viel schon Hinterlande gemacht. Wir könnten mal gucken, was wir hier so Tolles haben. An Rüstungen für uns auch. Aber ich glaube, wir haben keine bessere für uns. Diese Rüstung ist einfach unglaublich geil. Aber wir haben ja noch Cassandra zum Beispiel. Vielleicht haben wir für die ja was. Guckt mal hier. Die kann sie gleich... Warum ist die besser? Das verstehe ich nicht. Egal. Rüsten wir die Klinge aus. Und hat die vielleicht einen neuen Schild? Nee, hat sie nicht. Ah, aber vielleicht hat sie eine neue Rüstung. Ach, guckt mal an hier. Guck mal. Helm der freien Marsche 12. Nimm's. Zack, die kann die Vorreiterrüstung tragen. Sie hält... Oh, Stufe 8. Hä, warum ist das... Warum ist das einfach weiß? Grrr. Dann halt nicht. Aber auf jeden Fall hat sie jetzt eine geile neue Rüstung. Konter... Nee, das braucht sie alles nicht. Nö. Wen hatten wir noch im Team? Ja, erstmal noch Soulless, aber ich möchte erstmal den eisernen Bullen haben. Und gucken, was der so... Ob der noch ein geileres Schwert hat. Das hat 99, das macht mehr Schaden. Auch wenn die Klinge des Bullen ordentlich Bum-Bum machen kann. Beim Tod des Gegners das Ziel explodiert. Aber nee. So, dann gehen wir noch mal auf seine Rüstung. Guck mal, jetzt ist sie rot. Aber die kann er auch nicht ausrüsten. Sonst kann der auch noch den Helm der freien Marsch... Ach so, stimmt, also Kunari geht ja nicht. Kunaris können nur ihre Vitars da benutzen.
Ja. Ah ja, Solus. Solus dürfen wir nicht noch vergessen. Für den müssen wir gucken. Den werden wir noch ein bisschen länger bei uns behalten. Ja, ja, nimm den Stab. Nimm den Stab. Tu es einfach. Als Helm können wir ihn erstmal den da verpassen. Die Rüstung ist besser. Ah, das ist auch eine Dingsrüstung. Ups. Habe ich gerade für mich auch verkehrt geguckt. Ja, egal. Ja, guck mal, es gibt nur die blöde Rüstung da. Okay. So. Ja, schön für dich. Ich möchte jetzt aber gerne die Folge beenden, ihr beiden. Genau, so ist es. Wir haben jetzt wieder eine Runde gequatscht. Es gibt noch ordentlich viele Leute zu quatschen. Ihr sollt mal endlich mal die Klappe halten da hinten. Wir sehen uns erst einmal im nächsten Livestream wieder am Freitag um 20 Uhr. Wir werden noch diese Gequatscherei zu Ende führen mit Sarah, die haben wir ja auch noch. Und noch ein bisschen den Rest ausfragen, der hier noch rumläuft. Vorerst wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns noch wieder und hören uns wieder. Haut rein!